Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute zeige ich dir, wie du diese leicht schräg stehenden, mandelförmigen Augen auf deiner Amigurumi-Puppe aufsticken kannst. Damit ihr gleich seht, worauf es hinausläuft, habe ich die erste Seite schon mal vorbereitet und auch die Haare schon mal aufgesetzt, damit man sieht, wie das ungefähr positioniert ist. Und ich zähle dann von der Mitte der Nase, also quasi von der Nasenwurzel ab, dann einen runter und 2 Maschen weiter. Das ist meine Einstichsmasche. Und dann hole ich mir den Faden immer gerne so von der Seite, das finde ich einfach am praktischsten. Und gehe in die Masche, die ich mir gemerkt hatte, rein. Habe auch einen ziemlich langen Faden. Und dann wird erstmal der Umriss der Pupille aufgestickt. Dazu gehe ich wieder zurück nach links, sodass dann noch 2 Maschen bis zur Nase sind. Dann gehe ich schräg hoch. Dann gehe ich einmal gerade hoch. Also das Ganze wird so eine Art Fünfeck am Ende, das über 2 Runden geht. Dann gehe ich wieder schräg zurück in die Mitte. Und dann steche ich die Nadel einmal quer rüber, um auf der anderen Seite eben so das Äquivalent zu finden. Jetzt hat sich hier mein Faden am Arm verhakt. Das passiert natürlich, wenn man mit so langen Faden arbeitet. Das ist leider unvermeidbar. So, dann geht es wieder zurück und am Ende schließt du dann den Kreis oder das Fünfeck oder wenn es bei dir auch ein Sechseck ist oder Viereck, da kommt das nicht so drauf an. Wichtig ist, dass du am Ende dann so ziemlich in die Mitte nochmal stichst, also die Nadel einmal in die Mitte führst oder den Faden. Genau, so. Und warum das so wichtig ist, dass der Stich in die Mitte passiert, siehst du jetzt, denn von hier aus gehen wir nun im Kreis einmal rum, um die Pupille auszufüllen mit geraden Stichen. Und dazu stecken wir die Nadel immer eine Nuance neben den Stich davor ein und dann zurück in die Mitte. Also von der Mitte ausgehend arbeitest du dich kreisförmig einmal die ganze Pupille rum. Und mein Tipp dabei ist immer zu versuchen, das Ganze möglichst nicht als Häkelstück zu sehen. Also nicht immer schön in die großen Löcher arbeiten zwischen den Maschen, sondern eben auch mitten in die Fäden reinstechen. Also immer wirklich ein ganz, ganz winziges Stück weiter nach vorne arbeiten. Das funktioniert natürlich je nach Masche unterschiedlich gut, je nach Masche, Quatsch, je nach Wolle unterschiedlich gut. Ich habe hier Glück, mit meiner Wolle funktioniert das ganz gut. Wenn das bei deiner Wolle nicht gut funktioniert oder deine Puppe sehr viel kleiner ist, macht es auch nichts, wenn du nur in die großen einstichst, dann musst du halt ganz, ganz oft dort einstechen und nachher ein bisschen kreuz und quer arbeiten. Du siehst, dass das Ganze auch ruhig noch ein bisschen unordentlich aussehen kann hier. Also es wird noch nicht so ganz rund, denn jetzt formen wir noch die Iris drumherum. Dazu stichst du mit der Augenfarbe deiner Wahl einmal an die Seite der Pupille, legst den Faden dann oben um die Pupille rum, stichst mit der Nadel an den höchsten Punkt der Pupille, gehst unter dem Faden durch. Mein Faden hat sich hier immer wieder irgendwo verhakt, diesmal am Bein und auch noch am Arm. Okay, also wenn du den Faden dann gebändigt hast, dann legst du ihn eben über die Pupille und dann stichst du einmal wieder in die gleiche Lücke ein, um so einen ganz, ganz, ganz kleinen Stich zu haben, der einfach nur dazu da ist, um den Faden festzuhalten. Dann wiederholst du das Ganze unten unterhalb der Pupille, also einmal ganz zur anderen Seite rum, dann am niedrigsten Punkt der Pupille wieder rauskommen und dann am gleichen Punkt wieder feststecken und den Faden schön ordentlich um die Pupille rumlegen. Das Ganze wiederholst du jetzt noch ein paar Mal. Das kommt jetzt darauf an, wie breit du gerne die Iris im Vergleich zur Pupille haben möchtest. Also so noch 2 bis 4 Mal kannst du das ruhig noch wiederholen, je nachdem, wie es halt schön aussieht. Und du kannst auch ruhig mal in unterschiedlichen Punkten den Faden feststecken oder auch an 2 Punkten. Wenn du wie hier siehst, dass der Faden sich eben nicht unterhalb der Pupille schön anschmiegt, sondern dass er da so quer rüber geht, dann kannst du das auch an 2 oder mehr Punkten feststecken. Und dann eben schön gleichmäßig. Also wenn du unten 4 Stiche gemacht hast, dann oben natürlich auch 4. Damit alles schön gleichmäßig und gut aussieht. Am Ende den Arbeitsfaden wieder zur Seite führen, so wie ich das immer mache.
Und da können wir uns dann später drum kümmern. Hier siehst du nochmal, dass ich das auch an unterschiedlichen Stellen festgesteckt habe und am Ende das Ganze auch ruhig nochmal mit der Nadel so ein bisschen sortieren. Okay, wir kommen zur Augenlinie und die wird von der oberen Mitte des Auges ausgezählt und da gehst du dann eben 2 Maschen zur Seite, ganz gerade rüber. Dadurch ergibt sich diese leichte Schrägstellung. Ja, also du siehst, du machst hier gleich einen ganz geraden Weg Richtung Pupille und dann führst du den Faden aber noch weiter runter zur Nase und so einen neben der Nase stichst du wieder ein, eine Masche neben der Nase. Dann führst du das Ganze an den höchsten Punkt der Iris und wie jetzt inzwischen schon gewohnt, steckst du es dann einmal fest mit einem kleinen Mini-Stich, einem unsichtbaren und gehst dann wieder zum Ende deiner Linie zurück. Und auch hier sortierst du dann das Ganze nochmal mit der Nadel etwas nach. Dann kommt die untere Augenlinie, dafür gehst du einfach mit deiner Nadel an den untersten Punkt der Iris und wieder hoch. Und dann solltest du so eine schräge Linie bekommen. Das war es schon dafür. Damit die Wimpern etwas dichter aussehen, gerade für weibliche Puppen sehr wichtig, mache ich noch 2, 3 weitere Stiche. Und zwar von der äußersten Ecke des Auges bis zum höchsten Punkt der Pupille. Das mache ich hier jetzt 2-mal. Kannst es auch nur einmal machen. Und dann mache ich nochmal einen längeren Stich, entweder nur ein kleines Stückchen weiter runter oder den ganzen Weg nochmal runter. Je nachdem, wie dunkel deine Augenlinie sein soll. Hier mache ich den ganzen Weg nochmal runter für eine sehr dunkle Augenlinie. Und dann steche ich das Ganze fest, damit das Ganze dann so schön homogen aussieht. Und als letztes arbeiten wir mit Weiß noch so einen kleinen Lichtpunkt ins Auge rein. Wo du den hinsetzen möchtest, bleibt dir überlassen. Ich setze meinen so schräg ans äußere Ende des Auges. Auf jeden Fall solltest du zwischen Iris und Pupille einstechen. Also hier in meinem Fall zwischen dem schwarzen und dem blauen Garn. Und dann setzt du so 3 bis 4 kleine Stiche direkt nebeneinander. Und hier ist es wichtig, dass die Stiche wirklich direkt nebeneinander zu liegen kommen, damit das Ganze auch aussieht wie ein Lichtpunkt und nicht wie mehrere Stiche. Mit dem letzten Stich führst du deinen Faden wieder zur Seite. Und dann kannst du das Ganze auch noch mal ein bisschen zusammenschieben, damit die Fäden wirklich schön dicht beieinander sind. Dann kannst du den Faden verknoten und abschneiden oder nur abschneiden. Das reicht meistens auch schon aus. Und fertig sind deine schräg stehenden, mandelförmigen Augen für deine Amigurumi-Puppe. Na gut, mit Haaren sieht das Ganze natürlich noch ein bisschen anders aus. Darum wollen wir hier nochmal schnell die Haarperücke aufsetzen. Und voilà! Und hier siehst du nochmal, wie viel Charakter die Augen deiner Häkelpuppe geben. Denn je nachdem, ob du sie etwas größer, wie links gezeigt, oder etwas kleiner, wie hier bei den grünen Augen aufstickst, oder vielleicht setzt du sie auch an eine andere Position, nämlich etwas mehr zu den Seiten, wie hier. Und so kriegt deine Puppe dann einen ganz eigenen Charakter. Oh hoppla, und hier hat sich wohl ein Häkelpuppen-Selfie ins Video geschummelt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt freue ich mich wie immer auf eure Kommentare und Anregungen und natürlich darauf, dass wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen, um deine Frühlingsfee zu vervollständigen.